einfach die Leute, die damit eine Strecke von 10, 15 Kilometer zur Arbeit fahren. Ne? Also das ist auch alles drin. Also die Bandbreite ist eigentlich bei dem Rad recht groß. Ne? Ja, so in letzter Zeit, wenn man so durch die Stadt bei uns fährt, dann sieht man sie auch immer öfter bei den Straßencafés stehen. Ja, Also es ist mittlerweile, glaube ich, auch ein Urban Lifestyle-Produkt. auf jeden Fall. Hi Leute, ich bin der Lucien, das ist der Tobi. Wir sind heute in Kaiserslautern vor dem Konrad. Neben unserem schönen Bus, wo wir auch Räder abholen und bringen. Und heute haben wir für euch ein nagelneues Easy XXL in Opal Green. Opalgrün, das heißt 2023er Modelljahr. Endlich sind die neuen Easys da und wir finden es alle durch die Bank weg richtig schick. Also normalerweise sind wir immer so ein bisschen 50-50, ist cool, ist nicht cool, aber das ist echt der Knaller. Ja, also man muss dazu sagen, Opal Green hört sich jetzt nicht fetzig an, aber wenn man es mal so in echt sieht, wie das so, ja, das ist mal eine neue Farbe. Wie könnte man es beschreiben? Ein Grün, was einen kleinen Blaustich hat, oder? Ja, also, Wie so dieser Stein halt auch ist, ne? Opal. ja genau. So blau, grün, schimmernd. Ja. Und wir haben halt heute die XXL-Version hier. Das heißt, das Oberrohr ist hier ein bisschen dicker und länger hochgezogen. Das heißt 180 Kilo Systemgewicht. Fahrer oder Fahrerinnen können locker mit Gepäck und allem Pipapo 150 Kilo wiegen. Und das ist doch schon mal für ein Kompaktrad mal eine Ansage. Ne? Genau, und wenn ihr jetzt überlegt, 180 Kilo, das schaffe ich irgendwie nicht. Also 180 Kilo Systemgewicht. Das fährt sich tatsächlich auch ein bisschen anders. Wenn ihr bei uns seid, probiert gerne mal so ein normales Easy aus und so ein XXL. Das normale wird noch mal ein bisschen wendiger sein. Das XXLer kommt so ein bisschen ans klassische Trekking-Fahrradfahrergefühl ran. Ist natürlich nach wie vor super wendig, klar 20 Zoll Reifen, aber es fährt sich tatsächlich ein kleines bisschen anders. Ja, es ist tatsächlich, worauf der Tobias hinspielt, ist halt, oder das anspricht, ist dieses verspielte Wendige, ne? Ist hier nicht mehr so. Also es ist trotzdem noch ein Kompaktrad, was sehr wendig ist, aber es ist halt tatsächlich schon mal nochmal ein Ticken vom Fahrgefühl anders. Vielen Leuten fällt das nicht auf. Viele sagen aber, passt auch so. Oder nee, ich brauche jetzt das kleine Easy, das fühlt sich besser an einfach. Ansonsten zu den normalen Easy-Modellen haben wir jetzt gar nicht mehr so die großen Unterschiede. Also wir haben hier die N38-Ausstattung, das heißt die Enviolo Trekking verbaut. Ihr kennt sie, 380% Bandbreite, Carbonriemen. Eigentlich das Beste vom Besten im Trekking-Bereich. Auch hier haben wir wieder Vierkolbenbremsen verbaut, haben wieder die ordentlichen Pedale, die auch das Systemgewicht auch mit ermöglichen. Ganz klassisch haben wir natürlich auch den bei Schulz Speedlifter dran. Kennt ihr ja, mit einem Handgriff schnell außen einfahren, lässt sich halt auf eine schmale Silhouette einklappen. Also alles, wie ihr es kennt, nur eben für ein bisschen mehr Gewicht ausgelegt und auch für größere Personen. Ne? Weil das ist ja auch so ein Punkt. XXL, wie groß darf man sein, hast du es im Kopf? Es sind knapp 2 Meter. Easy empfiehlt so ab so 1,65, 1,70 kann man dann halt mal auf das schon schwenken. Ne? Und bis 2,5 Meter ist das halt ausgelegt, weil guckt euch schon mal das Ding an, wenn ich das mal richtig hochfahre. Ne? Das ist schon ein dickes Ding. Ne? Also wenn ich dann noch den Sattel hier hoch mache, dann ist das Ding wirklich riesig. Und trotzdem kann ich noch mit so 1,65, wenn ich das alles klein stelle und hier auch den Sattel runter mache, trotzdem noch fahren. Also es ist schon wieder Ein Familienrad ist ein das. Familienrad, genau. Das heißt, das kann man sich ratzfatz schnell einstellen und kann jeder mal am Wochenende mitfahren, wer gerade Lust hat. Ne? Ja, also Zielgruppe, was würdest du sagen? Also sind wir noch bei klassisch Campingplatz? Campingplatz, klar, Familien, Wohnmobilisten, haben wir ja, gell, so, also egal ob ihr mit Wohnmobil, im Zelt oder so unterwegs. Ja, aber auch so der City-Flitzer, der mal gerade ins Geschäft geht und seine Wocheneinkäufe macht. Oder halt einfach die Leute, die damit eine Strecke von 10, 15 Kilometer zur Arbeit fahren. Ne? Also das ist auch alles drin. Also die Bandbreite ist eigentlich bei dem Rad recht groß. Ne? Ja, so in letzter Zeit, wenn man so durch die Stadt bei uns fährt, dann sieht man sie auch immer öfter bei den Straßencafés stehen. Ja. Also es ist mittlerweile, glaube ich, auch ein Urban Lifestyle-Produkt. Auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir in der Zielgruppe doch mittlerweile ziemlich breit geworden. Dieser Urban Lifestyle-Faktor
sieht man auch daran, dass Easy immer mehr und mehr Produkte in diesem Ökosystem, um diesen Easy-Kosmos noch zu erweitern, halt aufbaut. Wir haben Körbe, wir haben vorne Taschen, alle möglichen Zeug. Ihr könnt euch sogar einen Doppelständer holen, wo man hier dran montieren kann, dass das Ding richtig satt steht, wenn zum Beispiel ein Kind hinten drauf gesetzt werden soll. Es gibt einen extra Kindersitz, wo, wenn das Kind dann reingesetzt wird, dass das Easy Bike mit dem Doppelständer satt steht. Und das sind einfach so Sachen, also ihr könnt euch da wirklich tot konfigurieren mittlerweile. Kannst du eine Blumenvase vorne dran machen. Genau, gibt es so eine kleine Blumenvase, nochmal um einen kleinen Akzent zu setzen, dass man früh morgens schon direkt irgendwie guter Laune ist und dann zur Arbeit fährt oder so, ne? Oder zum Training, wie auch immer. Ne? Da müsstet ihr uns aber bitte Bescheid sagen, wenn ihr die haben wollt. Die haben wir nämlich nicht auf Lager. Ja. Ja. Bewährte Power vom Motor und Bremsanlage, kennt ihr ja auch aus unseren anderen Videos. Ne? Wir haben 4-Kolben-Bremsanlage, diesmal ist die Bremsscheibe ein bisschen dicker geworden. Ne? Haben wir jetzt 2,3, ne? Genau, 2,3 mm, sehr verwindungssteif, hat richtig viel Dicke, die abgerieben werden kann. Also die werdet ihr wahrscheinlich nicht so schnell tauschen müssen. Macht auch beim XXL-Modell natürlich absolut Sinn, dicke Bremsscheiben, 4-Kolbenbremsen. Wir hatten es ja schon erwähnt. Ja. Ihr habt es bestimmt in den anderen Videos von uns auch schon gesehen. Die geilen neuen Pedale haben wir auch uns einige jetzt mal hier hingestellt für die anderen Räder. Wenn ihr sagt, komm, ich will, guck mal, wie das gelagert ist, ein cooles Pedal haben, was halt zack hier schön einklappbar ist und trotzdem sehr wertig ist. Guck mal, wie das eingerastet ist. Ne? Guck mal, ich kann da richtig Druck drauf geben und das klappt nicht nach außen ab. Hier ist ja ein Gelenk drin. Und immer wenn Gelenke drin sind, dann sind die natürlich müssen die ja irgendwas aushalten und können nicht so viel aushalten, wenn dann kein Gelenk drin ist und das eine starre Einheit ist. Ne? Und hier kann ich nichts machen. Ne? Guck mal, es gibt so minimal so ein bisschen nach, aber wenn ich da mal richtig reintrete mit meinen 80 Kilo, da passiert dann gar nichts. Und das ist halt schon eine feine Sache. Gibt einfach an den 3 Körperpunkten, Po, Hände und an den Füßen, an den Schuhen, einfach ein sattes Gefühl, wo man sich wohlfühlt und sagt, das ist ein stabiles Rad. Ne? Ja, du bist gerade dran auf dem Motor, 75 Newton, ne? Haben jetzt nochmal 10 mehr. Der neue Performance Line. Und ja, Abus Rahmenschloss ist auch jetzt diesmal mit dabei, was ja vorher aufpreispflichtig war. Machen das Rad zu einem absoluten runden Paket. Der Frontloader ist hier immer mit dabei, wurden wir auch schon ein paar Mal gefragt. Kann man aber auch bei jedem anderen Easy nachrüsten für ca. 100 € mit so einem Clickfix-Ding. So eine Einheit, wo man hier so Körbe, Taschen einklicken kann. Also diese Easy-Taschen haben dann extra so eine Adapter, so ein Mount, wo man hier so reinstecken kann. Ist auch eine feine Geschichte für Hundekörbchen, Einkaufskörbchen, Taschen oder so. Genau, bis 15 Kilo könnt ihr draufpacken. Wenn ihr jetzt zu Hause noch eine Ortlieb-Tasche rumhängen habt, die passt hier auch drauf, ne? Die Ortlieb-Fronttaschen. Also da ist Clickfix, ist Gott sei Dank so human und lässt eben beides zu, dass beides drauf passt. Sehr gut sowas, dass nicht die 10.000 verschiedene Standards Genau. gibt. Ne? Also da sind wir auch Freunde von. Ne? Jo. Wenn ihr irgendwie noch mehr Details haben wollt, was man bei dem Easy noch so sagen kann, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und vor allen Dingen, was ihr zu dieser neuen Farbe Opal Green sagt. Ne? Wir finden sie Bombe, müssen wir natürlich auch. Nee, aber wir finden sie wirklich richtig cool. Ja. Ja, wenn wir sie nicht so selten bekommen würden, würden wir auch eins als Testrad für uns hier behalten, aber das ist leider nicht drin. Müssen wir für euch frei halten. Ja. Dann sage ich mal, euch noch eine gute Zeit, gute Fahrt und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.